Velkommen til Ecolinguist. I denne video skal vi se, om ikke modersmålstalende tysktalende kan forstå dansk. Så jeg vil bede jer først om at præsentere jer selv. Skal vi starte med Renzi? Ja, hallo, guten Tag. Ich heiße Runzi Lu und ich wohne in Deutschland seit 2014 und studiere an der Universität Humboldt in Berlin derzeit und bin auch Linguistikstudierende. Und ich spreche nämlich 6 Sprachen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch und auch Schwedisch, ein bisschen Koreanisch. Und ja, ich bin super gespannt auf heute. Ja. Moin Moin, mein Name ist Guilherme, ich bin Brasilianer und also ich lebe seit Dezember in Lissabon, aber habe vorher schon in Deutschland gelebt, in Bremen und in Kiel. Und also letzteres sind schon 1000 Jahre her und deshalb habe ich Deutsch gelernt. Ich spreche natürlich Portugiesisch und Spanisch, Französisch, Italienisch, Englisch, Niederländisch, etwas Arabisch und etwas Japanisch und natürlich Deutsch. Ja, meistens habe ich mir selbst beigebracht, und zwar durch Musik, Fernsehen und Gespräche mit Freunden. Hallo, mein Name ist Nick, ich komme aus Rumänien. Ich wohne in Deutschland seit fast 5 Jahren. Neben Deutsch spreche ich natürlich noch Englisch und Rumänisch und noch ein bisschen Spanisch und Russisch. Ja, ich stelle mich auch mal vor. Ich heiße Michael oder Mick. Ich bin in Dänemark geboren, habe aber auch 11 Jahre lang in Wiesbaden gelebt. Ich bin da als 8-Jähriger hingezogen und würde Deutsch auch als meine Muttersprache ansehen. Nur ich spreche die Sprache nicht so oft heutzutage und deswegen ist es ein bisschen rostig. Ich habe einen Masters als Dolmetscher, als Übersetzer, Deutsch und Dänisch. Aber ich unterrichte Dänisch online und auch Deutsch und Englisch und Portugiesisch, aber meistens Dänisch online. Und habe auch einen Kanal auf YouTube, der heißt Mixed Languages, wo ich über Dänisch und bisschen über Deutsch und Portugiesisch auch spreche. Und jetzt zu den Regeln dieses Spiels. Die Herausforderung. Ich werde eine kleine Geschichte erzählen in 4 Sätzen. Ich werde erst mit dem ersten Satz anfangen und ich werde ihn erst aussprechen, also erst vorlesen. Und unsere Teilnehmer werden versuchen zu erraten, was ich denn gesagt habe. Das ist der erste Schritt. Dann präsentieren sie ihre Vorschläge und danach werden wir den Satz in der geschriebenen Fassung auf dem Bildschirm sehen. Und wir kriegen noch eine Chance zu erraten, was da jetzt gesagt wurde. Okay? Seid ihr alle bereit? Ja. Seid ihr bereit? Ja, gut. Glaub schon. Dann fangen wir an mit dem ersten Satz. Jeg kender en mand, der er gift og overhovedet ikke kan lide sin kones tallerkener. Ich wiederhole. Jeg kender en mand, der er gift og overhovedet ikke kan lide sin kones tallerkener. Ich habe das jetzt in ziemlicher normaler Geschwindigkeit vorgelesen. Dänisch ist ein bisschen schwierig wegen der Aussprache. Ja. Ich kann es auch nochmal langsam sagen, wenn euch das was bringt. Möchtet ihr das? Gut, Ja, bitte noch einmal. gerne. Ja, schön. Okay. Jeg kender en mand, der er gift og overhovedet ikke kan lide sin kones tallerkener. Der Sinn ist vielleicht nicht so da, aber es ist ein Satz und er macht auch Sinn, ja. Die Geschichte macht nachher auch Sinn. Seid ihr bereit zu präsentieren? Ja, ich kann mal versuchen. Also. Ja, fang mal an, Renzi. Renzi, du fängst an. Perfekt. Okay, gut. Also ich habe nur den ersten Teil verstanden. Ich kenne einen Mann, also irgendwie in der Art, Genau. aber den zweiten Teil habe ich total. Genau, den zweiten habe ich total verloren. Also ich weiß gar nicht, irgendwas mit König oder es gibt, bla bla. Okay. Ja, Mhm. gut. Guilherme, was hast du herausgefunden? Ja, das gleich. Kann ich, Das also gleich, ja. der erste Teil und das war's. Und Nick, bei dir auch das Gleiche? Ja, genau so weit bin ich auch gekommen. Okay, gut. Dann lass uns mal den Satz jetzt auf dem Bildschirm sehen. Ich lese mal den Satz vor nochmal. Jeg kender en mand, der er gift og overhovedet ikke kan lide sin kones tallerkener. Jeg kender en mand, der er gift og overhovedet ikke kan lide sin kones tallerkener. Og ist auch, oder? Nö. Und. Und sollen wir das zusammen machen oder separat? Also machen wir jetzt hier, Renzi, du stellst mal vor, was würdest du jetzt sagen, dass da steht? Also basierend auf mein Schwedisch würde ich sagen, icke ist inte, also nicht.
Unverheiratet. Ich glaube, das ist unverheiratet, aber ich weiß gar nicht, ob das so ist. Aber U ist bestimmt also eine Negation, ein Präfix, vielleicht, ja. Oder über oder over, über, bla bla, kann auch sein. Bin mir nicht Über. sicher. Ja gut, Guilherme, was hast du denn jetzt zu sagen? Mann, also kann, kann, hoffen, also ich glaube, kann es auch kann, ne? Und aber sind Kones, Talerkenner, nö, also Nee? nix, Nee? nö. Hm. Und Nick? Vielleicht heißt Lieder. Aber Lieder? Okay. Ach so, wie Leider, oder? ne, wie Lieder. Vielleicht kann er Lieder singen. Ach so, wie Lieder. Lieder. Okay. Ah, Ja. so. Fast, na, nicht fast wirklich, aber guck mal hier, die beiden Wörter, das Wort vor dem, was ihr gerade gesagt habt, und das andere zusammen. Da gibt es im Deutschen den gleichen Ausdruck. Kann Lieder. Icke kann. Ja. Was ist das denn auf Ich Deutsch? kann leider. Leider. Leider, nicht leider. Ein Verb. Leiden Ach kann, so. also kann nicht leiden. Kann sein, bla bla, nicht leiden. Okay. Seine, oder? Sinne Ja, seine? seine, Nö. ganz genau, ja. Ach so. Ja. Oh, okay, lass uns mal die Übersetzung jetzt angucken. Okay, also ich übersetze mal den Satz jetzt hier. Ich kenne einen Mann, das hat jeder richtig gehabt. Der ist verheiratet. Ne, er ist jetzt das Verb, der ist verheiratet. Gift ist Gift wie im Deutschen, aber auch verheiratet. Ach so. Ja, genau, Gift. Hol gibt es im Deutschen. Hol, Haupt, überhaupt. Ne, Überhaupt. überhaupt nicht. Ege hat Renzi richtig gesagt, nicht. Ne? Überhaupt nicht kann leiden. Sin Kones ist Frau. Seiner Frau, Tellergner, gibt es im Deutschen auch was ähnliches. Hat da jemand eine Idee? Tellergner? Teller. Teller zum Essen, wo man drauf isst, wo man von Ach isst. so. Teller. Okay, Teller. Ja. Tarike. Auf Ja, im Schwedisch kann Schwedischen ich. ist es ähnlich, genau. Ja. Also ich kenne einen Mann, der verheiratet ist und überhaupt nicht die Teller seiner Frau mag. Okay. Die Speisen vielleicht, okay. Ach so. Die Speisen, nein. Nein, einfach nur Teller. Das sind Teller, das Objekt. Okay, Ach so. alles Das Also, Objekt. Ja. es ist kein Sprichwort oder so. Nein, das ist ein Satz aus einer Geschichte, die nachher ein bisschen mehr Sinn macht, aber der wird nachher Sinn machen, okay. Ja, es klingt ein bisschen, ja, also komisch. ich habe versucht, da jetzt Wörter einzubauen, die im Deutschen ähnlich sind und auch andere, die ganz anders sind. Ne? Tellergner habe ich gedacht, vielleicht kann das jemand erraten von Teller, ne, im Deutschen, aber Mann. Okay. Ach so. Gottes Willen. Und die Teller seine Frau überhaupt nicht mag, okay. Ja. Okay, aber es ist wichtig, hier vielleicht er zu erkennen. Also er ist er, also ist, das ist ein Kopula-Verb. Und Design auf Deutsch. Und ich glaube, das werde ich auch aufschreiben. Wie spricht man dieser überhaupt? überhaupt ist Orhol. Ohol, okay. Oh no, so many silent letters. Yes, it's so hard. Aber wir haben alle, also den ersten Teil geschafft. Das finde ich schon gut. Also. Ja. Sind wir bereit für den zweiten Satz? Ja. Gut. Ei. Zweiter Satz. Han kan kun lide at spise af den skål, han fik af sin mormor i Tyskland for 21 år siden. Ich wiederhole. Han kan kun lide at spise af den skål, han fik af sin mormor i Tyskland for 21 år siden. Kannst du vielleicht nochmal sagen? Also ein bisschen langsamer. Ja, klar. Han kan kun lide at spise af den skål, han fik af sin mormor i Tyskland for 21 år siden. Ich könnte auch die verschiedenen Silben korrekt aussprechen, aber das macht man im modernen Dänischen nicht. Von daher, ich spreche das aus, wie man das aussprechen würde, nur ein bisschen langsamer. Alles Ich könnte es noch klar. einfacher machen für euch, aber das mache ich jetzt nicht. Okay. Sonst wäre es zu einfach. Oder nicht? Okay, lasst uns mal hören. Fangen wir mal von rechts an jetzt hier. Nick, was hast du denn gehört? Okay, es wird schwierig, aber was ich mit meinem kleinen Gehirn verstanden habe, ist, er konnte nicht zur Schule gehen, weil die Tür zu klein war. Okay. Okay. Interessant. Ja, gut, okay. Guilherme.
Wow, okay. Ich habe, also, ich habe etwas mit Malmö zu tun. Malmö? Nö. Stadt? Nö, glaub nicht. Und Hast du dann, einen ja, Satz zustande gebracht oder hast du nur nö, ich habe einzelne so Wörter? verschiedene Wörter geschrieben. Ich habe so Schule natürlich verstanden, etwas in Natur oder in der Tür oder Natur, wie Naturwissenschaftler, so Natur, wild und etwas mit Sehen am Ende oder ziehen. Ja, So kann okay, ich ja, verstehen. interessant, ja. Mhm. Ja, Also gut, entweder sehen oder ziehen. okay, Also habe schön, ja. keine Idee. Renzi, was hast du denn? Also, ich glaube, das ist ja nicht dank meines Deutschen, sondern eines Schwedischen habe ich den zweiten Teil ein bisschen verstanden, so Mormor, das ist die Großmutter und dann Tyskland, vielleicht, also ich weiß nicht. Und dann Tyskland ist natürlich Deutschland. Vielleicht besucht er Ah, ja. die Großmutter in Deutschland. Aber den ersten Satz, also den ersten Teil konnte ich gar nicht erraten. Ich habe natürlich die Schule, wie die anderen, auch geschrieben und Spieß habe ich gehört. Aber ich weiß, also Öppen Spieß auf Schwedisch heißt ja doch irgendwie oder Kamin oder sowas, aber ich glaube, das ist nicht Kamin oder Speise. Nein, Ja, okay, nee. gut, ja. Ah ja, Deutschland. Ja, Deutschland habe ich auch verstanden. Genau. Gut, dann lass uns mal jetzt den Satz angucken. Ich lese nochmal vor. Han kan kun lide at spise af den skål, han fik af sin mormor i Tyskland for 21 år siden. Ah. Können wir vielleicht eine Minute haben und dann können wir ein bisschen überlegen. Ah. Ja. Schwierig. Das Hm. ist super schwierig. Das ist super schwierig, also ich glaube, das ist nicht so leicht zu Und entschlüsseln. es klingt so wie ähnlich als so wie Schwedisch und ich kann nicht, also Mhm. ich kann kein Schwedisch. Dann. Das hilft sehr, wenn man Schwedisch kann, besonders in der geschriebenen Sprache, wo die Aussprache Ja. sehr anders ist, ne? Aber die geschriebene Sprache, so wie Portugiesisch und Spanisch ungefähr, der Unterschied zwischen den beiden Sprachen. Mm. Gut, okay. Lass uns wieder mit Nick anfangen. Was hast du denn jetzt für einen Satz hier auf die Beine gebracht? Ich fange erst mal mit dem Satz an. Dann kann ich vielleicht etwas erklären, was, wie, warum. Er kann nicht leiden, dass seine Großmutter nach Deutschland umgezogen ist. Wo hast du denn jetzt umgezogen? Ich brauchte ein Ende, sage ich mal zu dem Satz. Das, Ja. das ist das Einzige, was ich einfach aus dem Arsch gezogen hat, sage ich mal. Okay. Dann habe ich wieder dieses Wort Lieder gesehen, was Leiden hieß, im vorigen Satz, glaube ich mal. Wie ich mich richtig dran erinnere. Dann Sinn ist wieder seine. Mormor hat, Oma oder? ja, Genau, Oma. Großmutter, Mhm. Oma. Gut, gehen wir weiter zu Guilherme. Was hast du denn für einen Satz? Also ich dachte, das war sie, aber ich glaube, es ist er. Dann, er kann leider Spieße. Keine Ahnung. Und dann auf die Schule. Nö. School. Ja, School. No. Ja, School, Schule, ne? Oder? School. Nee, das ist niederländisch. School. Dann School. School ist. Achso, keine Ahnung. Mhm. Hast du einen Satz, den du präsentieren kannst? Nö, also ich habe ein paar Wörter. Und dann in Deutschland für genug Zeit wie enough. In Okay, ja, okay. Mhm. ein Ohr. Ist Oh, es sein? Oh, es sein? Ne? Oder? okay, gut. Renzi, was sagst du denn? Ich weiß nicht, also genau wie die anderen gesagt haben, also Laien, er kann die Speisen vielleicht in der Schule oder auf irgendwas nicht leiden. Deswegen, also Fick glaube ich auch wie vor auf Schwedisch, also bekam vielleicht, dann bekam er von seiner Großmutter in Deutschland In Deutschland? bla 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 zur Seite, dann glaube ich zur Seite, aber dann eng genü, also selbstgemachtes Essen. Oder so, keine Ahnung. Gut, Ja. gut, ja. Wunderbar, wunderbar. Wir sind schon am Näherkommen. Ich übersetze mal. What? Ah!
Er mag nur aus der Schüssel essen, die er vor 21 Jahren von seiner Großmutter in Deutschland bekam. Okay. Oh, vor 21. Oh, okay. 21. Da haben wir die gleiche Okay. Art wie im Dänischen, ne, im Deutschen 21. Das macht man nur, im Schwedischen ist es 21, schön, ne, wie Ja, 21. das Aber im ist. Dänischen und Deutschen ist es, fängt mit 1 an, mit der hinteren Zahl. 21, 21. Und wie spricht man das noch wieder? 21. 21, 21, 21. 21. Tyskland, ne? Mormor. Was ist dieses Sie denn? Oder was ist das letzte Wort? Da habt ihr auch wieder ein deutsches Wort, das ähnliches. Seid. Seit, okay. Seid, Ah, ja? okay. Also, aber hier heißt es so, vor so und so vielen Jahren, im Dänischen sind 2 Wörter. Vor, siden. Die müssen beide da sein, damit man vor 20 Jahren, vor 21 Jahren sagt. Vor Genau. 21 Jahren siden. Und Skål kommt vom Kopf, Vom oder? Schädel oder so. Vom Schädel, ne? Skål, da gibt es auch im Deutschen auch eine Sprache, ein Wort, das dem ähnlich ist im Deutschen. Ach so. Also du hast gesagt Schüssel. Schale gibt es im Deutschen. Schale. Ja, Schale. richtig. Schale. Ja, so wie Schale, ne? Genau. Ach so. Genau. Ne? Und es ist dem Wort Skåle, was ihr alle 3 falsch erraten habt, ist dem ähnlich, ne? Skåle. Ja. Also Skål auf Schwedisch, ja, Skål, genau. Schädel Ach vielleicht so, auch. cool. Wow. Ne? Fick habe ich eigentlich eingebaut, weil es im Deutschen lustig sein kann. Ne? Ist keiner drauf eingegangen, aber okay. Okay, also das war der zweite Satz. Wunderbar, wunderbar. Mhm. Machen wir weiter mit dem dritten Satz. Seid ihr bereit? Ja. Yep. Den er gået i stykker mange gange, men hans kone har altid limet den sammen igen. Den er gået i stykker mange gange, men hans kone har altid limet den sammen igen. Kannst du noch einmal? Klar. Den er gået i stykker mange gange, men hans kone har altid limet den sammen igen. Okay, gucken wir mal hier. Guilherme, lass uns bei dir anfangen. Okay, also es fängt mit den an, dann so den, ne? Und mögen, bla bla bla, mögen, also gehen mögen gehen. Und dann Mann sowie, also keine Person, sondern Mann, bla bla bla, wie passiv. Mhm. Bla bla bla, mit dem Sohn, mit seinem Sohn machen. Oder? Okay, ja, gut. Dann machen wir mal weiter bei Renzi jetzt. Wir haben wieder das Wort Kone, also wie wir im ersten Satz irgendwie hatten, glaube ich, also für den zweiten Teil würde ich sagen, seine Frau verliebt sich in eine Same oder so. Also jemand aus dem Norden? Nein, gar nicht. Okay. Ja, das habe ich, also vielleicht gab es irgendwas mit Frau, ja. Und den ersten Teil habe ich nicht verstanden, nee. Okay. Und Nick? Ich habe sowas in der Art verstanden. Ich habe einfach das Gefühl, je mehr Zeit vergangen ist, desto mehr liebte er seine Frau. Wow. Okay, ja, gut. Mhm. Okay, interessant. Ja, Cool. Macht alles, Sinn, macht alles Sinn. klar, gut. Lass uns die schriftliche Version anschauen hier. Den er gået i stykker mange gange, men hans kone har altid limet den sammen igen. Oh, ich glaube, ich hab's. Oh, okay. Super. Wow, okay. Ich probiere auch mit ein bisschen Niederländisch übersetzen. Das müsste helfen. Sollte helfen. Ja. Ist auch nicht das gleiche wie Schwedisch, muss ich sagen. Nee. Nö, aber es ist super. Nee, also, nee. Aber diese Wörter, also die kleinen Verben zum Beispiel und die Präpositionen sind so ähnlich. Wo ist das Verb und so weiter? Ne? Das ist halt die Frage. Ne? Das macht es alles schwierig. Wenn man das Verb nicht weiß, dann ist es. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Jo. Habt ihr einen Satz so einigermaßen aufgeschrieben? Dass wir auch das Format hier jetzt beibehalten? Jo. Gut, lasst uns mal hören. Guilherme, was ist denn dein Satz? Okay. Also denn, ich weiß nicht, ob das denn auch ist, also heißt, aber ich kann so denn oder wenn er in die Menge geht, also, aber Sticker,
keine Ahnung. Und dann Männer oder der Mann, seine Frau immer, also altet. Ich würde schätzen, dass immer ist, weil, also wegen Niederländisch und bla bla, nicht zusammen. Okay, danke, ja, schön, okay. Renzi, dein Satz bitte. Den ersten kann ich immer noch nicht entschlüsseln, aber ich glaube, aber seine Frau hat immer das Gleiche getan, immer wieder Gleiche getan, vielleicht sowas. Aber das erste ist vielleicht etwas ist, also er, wie wir irgendwie im ersten Satz hatten, also es ist auch das ist, etwas ist gegangen in Stücken, manche Zeit oder ja, im Laufe der, obwohl die Zeit vergangen ist, machte die Frau immer das Gleiche, immer wieder. Super, ja. Und Nick, was hast du denn für einen Satz? Definitiv nicht so gut wie bei den anderen zwei, würde ich sagen. Aber wenn er ihr Essen isst, verliebt er sich in seine Frau wieder. Also es ist viel besser. Das klingt viel besser. Also es macht Sinn Ich weiß, sowieso. es klingt besser, aber ich glaube, es ist weiter entfernt von dem Original. Ja, super, vielen Dank. Ich komme jetzt mit der Übersetzung her. Sie ist viele Male kaputt gegangen, aber seine Frau hat sie immer wieder zusammengeklebt. Ah, Die Schüssel also. okay, Ach so. Es ist eine Geschichte. okay. Ich dachte gerade, die Mhm. Frau ist kaputt gegangen. Ja, am Anfang. Ne? Ja. Wieder. Was ist wieder? Ist es Limit? Nee. Es ist Nee. Igen. Klebe ist Limet, oder? Limit ist, ihr habt das, was habt ihr im Deutschen dafür ein Wort? Das Lime, Verb. oder? Lime. Leimen, zusammen. Ich könnte auch schreiben, zusammengeleimt hätte ich auch schreiben können, ne? Genau. Ja, genau. Zusammenleimen. Igen ist wieder, wie im Englischen, again. Again, yen. Okay. Renzi war schon richtig hier mit, nein, das war Guilherme mit dem Eltil, ne? Eltil immer. All time, auch in Englisch könnte man auch sagen, ne? Also so ungefähr, ne? I stykker, ne, in Stücke. Sie ist gegangen in Stücke. Viele Male. Mange, many, ne? Englisch auch. Many. Gange, okay. Times, ne? Ist ein bisschen viele Male. Men hatte Renzi richtig, aber seine Frau hat sie immer wieder zusammengeklickt. Ach, cool. Okay. Mhm. Oh, wow. Okay. Das ist super interessant. Mhm. Ja. Wow, ich liebe es. Wunderbar, wunderbar. Das war der dritte Satz. Jetzt kommt der vierte. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Ich lese vor. Hvis hun nogensinde forlader ham, må han spise direkte af bordet. Hvis hun nogensinde forlader ham, må han spise direkte af bordet. Kannst du noch einmal bitte? Genau, einmal langsamer. Okay. Nochmal langsam. Hvis hun nogensinde forlader ham, må han spise direkte af bordet. Schön. Machen wir weiter. Bei Nick, was ist denn dein Vorschlag hier? Ich kann direkt sagen, ich habe kein Wort diesmal verstanden. Ich habe einfach vom Gefühl her einen Satz geschrieben. Bis es komplett kaputt ist, also die Schüssel, werden sie zusammenbleiben. Okay. Ja, gut, okay. Dann machen wir Guilherme. Was hast du denn da für Wow. einen Vorschlag? Ja. Ich dachte, ich dachte, war so wie, weißt du oder wisst ihr, also wenn jemand wisst, also weißt du, bla bla bla, Vergangenheit und, und dann bla bla, Spieß, also für diese Ecke oder Spieß, bla bla, abholen. Okay, ja, gut, okay. Und Renzi? Renzi, was sagst du? Ich habe wirklich nichts bekommen. Also ich glaube, also alle haben Wiss gehört und ich glaube, Wiss auf Schwedisch ist Gewisse, aber ich weiß gar nicht, ob das vielleicht gewiss ist. Vielleicht bedeutet was anderes und da habe ich auch irgendwie angeboten gehört oder geboten. Okay, ja, gut, okay. Perfekt, dann sind wir jetzt bereit für die schriftliche Version. Hvis hun nogensinde forlader ham, må han spise direkte af bordet. Hvis hun nogensinde forlader ham, må han spise direkte af bordet. Jetzt habe ich noch weniger Ahnung.
Ja, ich auch. Also Höhen, glaube ich, ist H oder, also H, das ist niederländisch. Also ihre, Lass uns mal erstmal vielleicht überlegen. ja. Ja, Ja. nein. Kannst du vielleicht noch einmal vorlesen? Das könnte vielleicht hilfreich sein. Genau. Hvis hun nogensinde forlader ham, må han spise direkte af bordet. Ne, ein paar Wörter haben wir schon gelernt vorher. Nicht sehr hilfreich, wenn man sie vergisst. Mhm. Ja, genau. Wir haben zumindest 2 Wörter, die wir schon gelernt haben. 2 oder 3, Mhm. die sehr hilfreich wären hier. Höhen und Han, ne? Oder Af. Af auch. Und Spieße. Mhm. Spieß. Ganz Ja. genau. Spieß habe ich schon Spieß. vergessen. Ja, habe ich Ja. auch schon vergessen. Ich habe schon vergessen. Verb auf Deutsch. Verb, spielen. Er nickt. Pielen, ne. Speisen. Sprechen, nö. Keine Ahnung. Das hatten wir doch. Wie weit seid ihr? Nick, bitte sag, was du hier für einen Vorschlag hast. Hast du Lust auf Hamburger? Hast du Lust auf Hamburger? Ja. Und der zweite Teil? Irgendwas mit direkt. Okay, gut. Mhm. Okay. Guilherme? Ich dachte, dass Hün etwas wie, so wie ihre oder seine, keine Ahnung, also ihre Non das ist wahrscheinlich etwas mit nichts. Und Vorlage kann bevor oder so vorher sein. Und haben, das ist wahrscheinlich so wie eine Kontraktion von haben. Mhm. Hatte ich auch das. Dann bla 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 haben. Und dann more ist wahrscheinlich mehr. Und die direkte af, ich weiß nicht, das ist so auf oder ab. Und boarded, also wie boarding auf Englisch. Okay. Keine Ahnung. Ich habe keine Ja. Ahnung, tut mir leid. Okay. Ja, perfekt. Und Renzi? Also ich glaube, den zweiten Teil würde ich sagen, irgendwie macht er die Speisen direkt auf dem Tisch. Also bordet ist bestimmt Tisch, wie auf Schwedisch, glaube ich, auf dem Tisch. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, was Moor bedeutet und Spieße. Und direkt auf dem Tisch. Haut er den Teller direkt auf den Tisch. Und der erste Teil? Was hast du beim ersten Teil? Ich weiß nicht, was für Lade ist. Vielleicht verlassen, aber keine Ahnung, bis sie verließ. Ja, haut er die Speise einfach auf den Tisch. Ja. Ja, super. Da sind wir schon jetzt näher dran. Gucken wir mal hier auf die Übersetzung. Ah. Falls sie ihn jemals verlässt, muss er direkt vom Tisch essen. Okay. Ach so. Zwar ist okay. Jemals. Macht das Sinn? Könnt ihr das jetzt irgendwie zusammenordnen, irgendwie, dass es Sinn macht? Ach so, more ist muss. Okay. Also Spieße ist Speisen, also wie Essen. Okay. Bordet wie. Was ist Någonsin? Was ist Någon? Jemand ist Das ist im Schwedischen das Gleiche, aber das kann man nicht herleiten aus Deutsch und Englisch und so weiter. Das heißt einfach jemals. Nee. Jemals. Okay. Es gibt auch so Ingensinn, ne? Nee. Non-Sinne ist, es wäre im Englischen any time. Sinne ist ein altes Wort für so und so viele Male, ne? Naja, also wortwörtlich hier, falls sie jemals verlässt ihn, muss er essen direkt vom Tisch. Ne? Wie Renzi korrekt gesagt hat, hier Boal, der Tisch, ne, der Artikel ist am Ende hier, der definierte Artikel ist am Ende, Boal, der Tisch. Interessant, auch im Englischen haben wir das Wort board. Ne? Wir haben board und wir haben table. Im Dänischen ist es andersrum. Also table ist boar im Dänischen und board ist Taule. Also die beiden Wörter sind andersrum. Ach so. Okay. Cool. Also keine Hamburger. Nein. Und dieser Tisch, also auf dem Tisch sein. Aber die Hamburger waren ja irgendwie auch jetzt nah dran mit dem Teller und so weiter, ne? Und das Essen und so weiter. Ja. Dem Essen. Oh, cool. Ja, super. Ich muss Dänisch lernen. Überhaupt.
Okay, was meint ihr denn? Wie war denn dieses Erlebnis hier? Was sagt ihr denn zur dänischen Sprache? Wer möchte gern was dazu sagen? Gelernt. Es ist eine tolle Sprache, es ist super cool. Es klingt total anders. Das habe ich schon bemerkt. Also ich liebe dänisches, also Movies und so weiter. Aber es ist immer so schwierig zu verstehen. Und wenn ich Untertitel habe, dann so kann ich so nachdenken und dann, ja, so, ja, das macht Sinn. Also das kann ich verstehen. Aber ich muss immer etwas mit Schwedisch vergleichen, um zu verstanden. Das ist mir, also, wenn ich direkt also von Deutsch nach Dänisch gehe, dann ist es viel komplizierter für mich. Aber es war super cool, super cool. Ja, cool. Ja. Ja, gut. Ja. Und Nick, was hast du denn gelernt hier? Ja, Dänisch, das muss ich sagen, das hört sich sehr cool an. Aber gleichzeitig ist es auch sehr schwierig. Insbesondere auch für mich, würde ich sagen, aus uns drei, weil ich aus den slawischen oder germanischen Sprachen sozusagen nur eine kenne. Wobei die anderen zwei noch Niederländisch oder Schwedisch kennen. Du kennst aber Englisch Ja. auch, ne? Das hilft auch. Das ist auch Klar. eine germanische Sprache offiziell. Und Englisch hilft viel Okay. beim Dänischen. Englisch hilft viel Ja. zum Beispiel das Wort für immer hatten wir eben. Wer weiß das noch, wie immer auf Dänisch war? Altid. Altid. Elze, ne? Da könntest du all time, wenn du kreativ bist, dann kommst du da auf all time, ne? Always, ne? Ja. Ja, man muss ein bisschen um die Ecke denken. Ganz genau. Da hilft es durchaus, wenn man noch mehr Sprachen spricht. Und Englisch hilft da sehr. Ja. Schwedisch natürlich noch mehr, ne? Ja, Renzi, was ist denn deine Erfahrung jetzt hier? Deine Lebens? Ich glaube, also Schwedisch hat natürlich geholfen, aber gleichzeitig habe ich auch natürlich gemerkt, dass die Orthographie gar nicht mit der Aussprache irgendwie übereinstimmt. Oder es gibt natürlich auch ganz viele False Friends, sage ich mal. Wenn ich er sehe, dann denke ich sofort an er, also an das Pronomen, nicht an ein Kopulaverb. Und das ist nicht gut. Und ich glaube, die Reihenfolge, also die Syntax, da ist auch ein bisschen ähnlich wie das Schwedische. Aber wenn ich das sehe, dann denke ich auch irgendwie weiter an das Deutsche. Und dann hatte ich auch das gleiche Gefühl, dass haben vielleicht ein Verb war. Aber natürlich war das nicht. Das ist nicht am Ende, sondern eine V2-Stellung. Also dass das Verb steht in der zweiten Position, Genau. nicht in der letzten. Genau. Wunderbar, ganz genau. Es gibt Unterschiede in der Grammatik, in der Syntax, im Wortschatz. Ja. Der Wortschatz ist, ich habe gelesen, dass es 30% oder so haben die beiden Sprachen gemeinsam. Ne? Aber dann hilft es auch mit dem Englischen, weil Old English ist sehr verwandt mit dem Old Norse, mit dem Old Nordic. Ne? Da gibt es auch Videos hier auf dem Kanal Ecolinguist, die das zeigen, wie die verwandt sind, die beiden Sprachen. Fast mehr noch als Deutsch verwandt ist mit diesen beiden Sprachen. Also eine Mischung aus verschiedenen Sprachen hilft einem da schon sehr. Das Lustigste war irgendwie samme igen, also das auf Schwedisch, aber du hast dann Sommingen gesagt, oder auf Dänisch ist das, also zusammen. Sammigen. Sammigen, und da hatte ich, also Samia auf Schwedisch ist doch gesagt, Sama, irgendwie die Minderheit im Norden. Und Ach so, das würde ja auch Sinn machen vielleicht, ne? Das macht ja auch ein bisschen Sinn, ne? Ja. Macht ja, klar. Ja, es kamen schon einige lustige Vorschläge von euch. Vielen Dank für diese Teilnahme. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, danke dir. Euch auch, oder? Ja. Danke euch, danke Norbert. Super. Das war ein super Erlebnis. Ich hoffe, es den Zuschauern gefällt ist und sie lernen was davon. Ja, krass. Wollen wir mal alle uns verabschieden? Ciao. Danke. Tschüss. Ciao. Zuschauer, Ciao. tschüss.